Vielleicht willst du dich einmal kurz bei uns vorstellen, wer du bist, was du machst. Genau, bevor wir starten mit deinem Erfahrungsbericht. Ja, total gerne. Ich bin Sarah, ich bin eigentlich approbierte Ärztin und als ich in meinen Kinderwunsch gestartet bin, Anfang 2020, dachte ich nur, ach, ich werde sofort schwanger und derweil schaue ich mir noch so ein paar Sachen an, erkläre allen, wie man schnell schwanger wird und dann mache ich Schwangerschaftsvlogging, weil ich zu dem Zeitpunkt nämlich schon festgestellt habe, dass es super wenig gute Informationen zu Schwangerschaft und Zyklus-Tracking und weiblicher Fruchtbarkeit und Kinderwunsch gibt, dachte aber eigentlich nie, dass es bei mir groß um Kinderwunsch gehen würde. Ähm, ja, und habe dann gesagt, das kann ich eigentlich als Ärztin besser erklären. Und das Ganze kam dann etwas anders. Es wurde zu einer deutlich längeren Kinderwunsch-Story, als ich dachte, was natürlich für mich persönlich nicht so schön war in der Zeit, aber mir die Möglichkeit gegeben hat, ganz viele Zyklus-Tracker auszutesten. Und ich bin relativ schnell auf den Tracker gestoßen, weil ich in so einer NFP-Community war und die ganze Zeit alle davon geschwärmt haben, wie toll die Zykluskurven mit dem Tracker werden. Und ich war echt erst ein bisschen skeptisch, aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu. Ja, und inzwischen habe ich den lange und viel im Einsatz gehabt und deswegen freue ich mich jetzt sehr, hier ein bisschen erzählen zu dürfen. Sehr schön. Und mittlerweile ist es ja auch so, also, dass es mit dem Kinderwunsch geklappt hat. Das kann man ja auch schon vorwegnehmen. Ja, genau. Inzwischen habe ich eine kleine Tochter, die ist inzwischen 9 Monate alt und spielt gerade nebenan. Sehr schön. Das klingt wunderbar. Sehr gut, genau. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Fragen. Genau, vielleicht willst du uns einfach mal erzählen, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, wie du auf Struggle aufmerksam geworden bist. Vielleicht kannst du auch überlegen, ne, wie das damals für dich war und dich nochmal so ein bisschen hinein zu versetzen, als du gemerkt hast, hey, das ist gar nicht so einfach mit dem Schwangerwerden und da gibt es vielleicht doch ein paar Hürden. Ne? Gab es Sachen, die du vor Trackle probiert hast? Ne? Was war so ein bisschen deine Reise? Ja, wie war das für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt? Vielleicht willst du mich da so ein bisschen mal mitnehmen. Ja, sehr gerne. Also, weil es war auch so, dass ich tatsächlich im allerersten Zyklus habe ich nur Ovulationstests verwendet, weil ich mir dachte, ah ja, das reicht ja. Und dann habe ich mich ein bisschen weiter damit beschäftigt und dann wurde mir relativ schnell klar, die sagen zwar, dass mein Körper einen Eisprung auslösen will, aber bestätigen das Ganze nicht. Und dann war für mich klar, okay, ich brauche noch eine Methode, um sicher zu gehen, dass ich wirklich einen Eisprung hatte, weil komischerweise war ich nach dem ersten Zyklus nicht schwanger, obwohl ich doch Ovulationstests verwendet hatte und den Zeitpunkt abgegriffen habe. Da dachte ich mir, das muss ich jetzt mal genauer untersuchen. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, okay, was ich eigentlich wirklich machen sollte, ist NFP, also natürliche Familienplanung. Ich sollte auf jeden Fall meine Basaltemperatur messen, um eben auch zu bestätigen, dass der Eisprung auch tatsächlich erfolgt. Ich habe vorher tatsächlich, leider muss man wirklich sagen, sehr lange die Pille genommen. Ähm, und habe mich vorher einfach nie auch mit natürlicher Verhütung zum Beispiel beschäftigt gehabt, weil ich immer dachte, ich und meine zwei Geschwister sind Produkte der natürlichen Verhütung. Inzwischen weiß ich, dass meine Eltern das auch nicht richtig gemacht haben. Und auch immer, wenn es verboten war, gesagt haben, oh, jetzt ist aber spannend. Ähm, ja, oder beziehungsweise, aber da können wir später nochmal drauf kommen. Also es ist ja nicht, es ist ja wirklich was, wo man sich auch erst reinfuchsen muss. Und ich habe dann auch erstmal angefangen, habe mir ein normales Basalthermometer geholt und gesagt, na ja, das ist ja nicht so schwierig, einfach Temperatur messen. Und dann ging es halt los. Oh ja, jeden Morgen daran denken, um die richtige Uhrzeit, die gleiche Uhrzeit, immer morgens, bevor ich aufstehe, bevor ich einen Schluck Wasser trinke, weil ich habe oral gemessen am Anfang. Und ja, das waren doch ganz viele Sachen, auf die ich achten musste. Am besten auch nicht vorher reden. Und ja, das war dann auch leider gar nicht so einfach auszuwerten. Es war okay, ich konnte es auswerten, aber es war schon auch eine ganz schön zackige Kurve und ich hatte da durchaus ein bisschen Schwierigkeiten damit. Und dann habe ich mich eben erstmal in so einem NFP-Forum angemeldet und da mich mit Mädels vernetzt und mir Tipps geben lassen. Und wir haben uns gegenseitig die Zykluskurven angeschaut. Und also es hat schon funktioniert für mich dann mit dem normalen Thermometer, aber relativ schnell war dann halt auch klar, ähm, es könnte more convenient sein und dann war da eben wirklich immer wieder dieses Lob vom Tracking. Und ich habe ja gerade schon angedeutet, ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, vaginale Temperaturmessung, geht das nicht mit der oralen? Und außerdem fand ich die Vorstellung total komisch, so einen Sensor zu tragen, nachts den einzusetzen, dass ich die ganze Nacht damit schlafe. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut,
Also, dass dann so viele davon reden, muss ich das jetzt einfach mal schon alleine aus Bloggerinteresse heraus, damit ich eine Meinung dazu habe, mal austesten. Ähm, insofern bin ich eigentlich nicht reingestartet mit der kompletten Überzeugung, dass ich dabei bleibe, sondern dass ich danach nur eine Meinung habe. Ähm, Ende vom Lied, nachdem ich das ausgetestet habe, und war es für mich völlig klar, okay, das ist viel, viel genialer. Also für mich war es wirklich eine richtige Erleuchtung, weil ich einfach gemerkt habe, oh, ich muss mir am Wochenende keinen Wecker mehr stellen, ich kann aufstehen, ich habe manchmal den Tracker vergessen. Also ich habe wirklich, teilweise habe ich gefrühstückt und dann dachte ich mir, oh, oh, der ist noch drin, den muss ich jetzt noch rausholen. Ist ja kein Problem, aber so wenig hat der mich dann gestört und das war dann so ein, mein Gott, habe ich falsch gelegen mit meiner Einschätzung. Also ein normales Basalthermometer kommt mir nicht mehr in die Tüte. Oh, das klingt sehr schön. Ich finde es immer so interessant zu sehen, weil häufig wir eben das Feedback bekommen, dass die Interessentinnen dann erstmal so ein bisschen skeptisch sind, weil die das Gefühl haben, ja, man muss den irgendwie jede Nacht tragen und das ist doch super unkomfortabel. Aber wir kriegen halt auch immer wieder gesagt, man spürt ihn einfach nicht. Und als du das gerade meintest beim Frühstück und dass du ihn vergessen hast, ich war teilweise, glaube ich, auch schon irgendwie mit dem Hund spazieren. Irgendwie, da ist mir danach eingefallen, irgendwie so, ups, ich habe irgendwie ganz vergessen, heute Morgen meinen Tracker rauszuholen. Weil es irgendwie, Ja, es ist echt verrückt, aber man spürt ihn halt wirklich einfach, finde ich, gar nicht. Und ich tatsächlich habe vorher nie mit einem Basalthermometer gemessen, deswegen habe ich den Vergleich nicht, sondern ich bin quasi ja, über den Trackle erst auf NFP gekommen, aber ich finde halt auch unglaublich nutzerfreundlich und was du auch sagst mit der Zykluskurve, dass halt weil einfach durch diese intravaginale Messung wird ja der echte Basalwert ermittelt und so viele Personen, die eben auf den Trackle wechseln, sagen uns genau das auch, dass sie ja sagen, okay, ich hatte vorher so eine Zickzackkurve und es war total durcheinander und jetzt ist meine Kurve deutlich ja. schöner und weniger störanfällig. Und ich finde, das ist halt auch nochmal unabhängig davon, dass es praktischer ist, sieht man halt auch wie viel genauer. Also da geht es ja wirklich einfach um Nuancen der Temperatur. Und da ist es wirklich Ja. so wichtig. Also es ist deutlich besser auch auswertbar gewesen. Wie gesagt, es hat bei mir auch funktioniert, so war es nicht. Aber ist schon deutlich schöner so auszuwerten. Und ich habe das ja auch im Forum wirklich vorher schon von ganz vielen Mädels mitbekommen gehabt. Gerade alle, die irgendwie PCO oder ähnliches hatten. Also da war dann eigentlich fast immer klar, damit die diese super zackigen Basaltemperaturkurven besser ausgewertet kriegen, die haben fast alle auf den Tracker gesetzt. Und ich hatte ja einen regelmäßigen Zyklus, deswegen habe ich gedacht, naja, brauche ich das wirklich? Das kam eben auch mit dazu. Und ich hatte ja auch so ein, zwei andere Sorgen. Also zum Beispiel hatte ich mir auch gedacht, wie ist es eigentlich, wenn wir nachts irgendwie plötzlich doch mal Sex haben? Im Kinderwunsch hat man ja viel Sex. Oh Gott, oder morgens stört das dann? Es ist ja total unerotisch, wenn ich sage, warte mal, Schatz, ich muss mal noch schnell meinen Trackle rausholen. Ähm, und das hat sich, glaube ich glaube, nach 10 Tagen oder sowas in die Tragezeit hatte ich das erste Mal so einen Moment morgens und ich habe den Trackle Catch ja gehabt, Mhm. also habe ihn und das war für mich in dem Fall, ich habe den normalen, ich glaube, man kriegt den auch bestimmt schnell raus, aber mit dem Trackle Catch, das war so ganz schnell so mit dem Finger zicks mal schnell so am Faden gezogen raus. Das war so schnell, das hat er auf jeden Fall nicht mitbekommen. Also er wusste ja, dass ich das mache, aber es hat überhaupt nicht kein Problem, weil man den so schnell dann rausholt nebenbei, das fällt überhaupt nicht auf. Also diese Sorge hat es mir dann auch genommen, weil es war auch so ein blöder Gedanke, aber der war in meinem Kopf, dass das irgendwie ja schon ein bisschen vielleicht die Stimmung zerstören könnte. Aber also wer da die Sorge hat, dem kann ich nur sagen, dann ist auf jeden Fall der Tracker Catch ist auf jeden Fall kein Problem, kann ich sicher sagen. Sollte den Kinderwunsch nicht hindern. Nein, also ich meine, hindert es ja auch nicht. Kinderwunschpaare, da ist man ja auch und sagt sich ja auch, egal, selbst wenn die Stimmung vielleicht mal nicht so ist, aber das war ja auch, ich habe ja relativ zügig trotzdem da auch gesagt, ich will ja trotzdem, dass die Stimmung noch irgendwie erhalten bleibt und das war auf jeden Fall überhaupt kein Problem. Sehr gut. Aber das ist auch schön zu wissen. Also wenn du jetzt sagen würdest, was war so der Hauptaspekt, was du an Trackle einfach besonders schätzt, ist es einfach so die Anwendung im Alltag, dass du es besonders einfach findest, eben ja im Vergleich zum Thermometer oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, hey, das hat mich wirklich überzeugt? Also für mich war der ausschlaggebende Punkt wirklich, welche Freiheitsgrade mir das wieder zurückgegeben hat. Da ich einen regelmäßigen Zyklus habe, ging es bei mir auch anders, aber die Kosten in Anführungsstrichen, also der Aufwand, den ich investieren musste, dadurch, dass ich eben gerade diesen Wecker stellen am Wochenende, weil ich unter der Woche ja früh gemessen habe.
Und ich wollte mich halt dran halten, alle Regeln richtig machen. Und es hat mich doch eingeschränkt und es hat mich echt genervt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, je länger der Kinderwunsch war, desto mehr hat es mich genervt. Und insofern, da ist der Trackle, gibt einem diese Freiheit, dass NFP einfach so unglaublich unkompliziert damit wird. Und Ja, das ist halt schon echt cool. ja. Ich finde auch gerade Anwenderfreundlichkeit und Nutzung ist einfach ein riesen USP, der so viel ausmacht und ja, den Alltag am Endeffekt einfach viel einfacher macht. Also von daher ähm, schön. Also ich werde auch nicht mehr hormonell verhüten. Für mich ist das jetzt so, ich bin da so drin, dass ich sage, wenn wir irgendwann mal durch sind mit der Kinderwunschphase, ähm, dann, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich hätte das schon Jahre vorher machen sollen. Also, das ist auch ein bisschen naiv. Ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Selbst ich als Ärztin nicht, muss ich wirklich sagen. Klar, es ist auch vielleicht nicht für jeden das Richtige, aber ich hätte das auch schon längst vorher verwenden können. Ja, es ist wirklich, was wir auch immer wieder merken, ist einfach, wie viel quasi Unwissenheit es auch einfach gibt oder wie du auch sagst, wie viele Mythen es um das Thema Verhütung und Kinderwunsch. Da gibt es so viel da draußen, was irgendwie nicht richtig ist oder ne, falsche Informationen. Und das fängt ja auch, finde ich, schon in der Schule an. Ich meine, wenn man Sexualkunde hat in der 8. Klasse oder so, da hatten die Hälfte unserer Klasse hatte noch nicht mal ihre Tage da. Also und dann, das ist auch nicht cool, dann Ja, in dem Stadium darüber zu reden. Und ich glaube, ich habe alles vergessen, was ich da gelernt habe. Und das war auch wirklich nicht viel. Und ich finde es so schade, weil das merken wir auch bei vielen unserer Nutzerinnen einfach, dass sie sagen, hey, es ist so schön, dass ich jetzt so viel über mich weiß und mein Körper ist ja so ein Wunder, was er alles macht. Und ja, und das ist so schade, dass all dieses Wissen über den Zyklus, über die Menstruation, dass es das einfach gar nicht gibt über die Fruchtbarkeit. Und das ist auch das, wo wir halt sagen, da sehen wir uns halt auch in der Verantwortung, eben aufzuklären, den Leuten das beizubringen, weil da ist eben so viel, was man sonst gar nicht weiß und was einem ja natürlich auch keiner beibringt. das ist ein riesiges Thema, weil das Einzige, was man eigentlich aus der Schule behält, ist dieses, oh mein Gott, wenn ich einmal zum unverhüteten Geschlechtsverkehr habe, werde ich schwanger. Was ja kann passieren, es ist wichtig, dass Teenager das wissen, aber es ist halt leider nur ein Ende der Story. Das andere ist auch, dass es super vielen Paaren schwerfällt und dass die Chancen selbst bei optimalem Timing halt nur bei 20-25% in einem Zyklus liegen, dass man auch ganz schön Schwierigkeiten dabei haben kann. Und ehrlicherweise hört das nicht mal in der Schule auf. Ich meine, ich habe ja Medizin studiert und trotzdem, also ja, in Gynäkologie gab es bestimmt mal irgendwie eine kurze Vorlesung, aber selbst im Medizinstudium spielt der weibliche Zyklus eine sehr untergeordnete Rolle. Also das ist, und da, wenn man es dann schon nicht im Detail irgendwie darüber Bescheid weiß, Das finde ich auch einen super spannenden Aspekt, ist auch, dass selbst wenn, also wir sind ja auch häufig auf Messen und Fortbildungskongressen für Gynäkologen vertreten und gehen da viel hin und es ist super interessant, weil wir auch selber sehen, dass viele von den Gynäkologen auch über NFP und über die ganzen Methoden gar nicht so im Detail aufgeklärt werden, wie man sich das vorstellt. Das ist ja selber so eine eigene Sphäre für sich und wenn die sich nicht proaktiv selber damit beschäftigen oder in diesem Gebiet von NFP einfach fortbilden, haben sie dieses Wissen auch gar nicht und die wissen dann gar nicht, okay, was ist der Unterschied zwischen symptothermaler Methode und vielleicht Temperaturmethode und warum ist das eine so sicher? Für die ist das alles quasi NFP ist irgendwie ein großes Tuch oder rotes Tuch so ein bisschen. Und dabei gibt es da ja auch riesige Unterschiede. Und das finde ich tatsächlich auch neben dem ganzen Schulsystem immer wieder so ein bisschen erschreckend oder besorgniserregend. Also das kann, weil das ist immer so, die Gynäkologen, die das wissen und das kennen und auch diese bestimmte Methode kennen, die sehen den Trackle und sagen, boah, das ist das, worauf die Welt gewartet hat und sind super happy, super froh, empfehlen das ihren Patientinnen, sind wirklich, es ist echt toll zu sehen und freuen sich auch total. Und dann gibt es halt andere, die selber sich damit eben nicht so gut, also nicht, was heißt nicht so gut auskennen, aber die jetzt vielleicht einfach nie so behandelt haben oder im Studium gelernt haben. Das merkt man auch. Und dann sind sie natürlich auch skeptisch. Und das finde ich auch immer so schade, weil ich denke mir so, es ist eigentlich die Alternative. Und es ist so schade, wenn es eigentlich Frauen da draußen gibt, die es nicht mitbekommen. ja, ja, es ist wirklich so. Es spielt keine große Rolle. Ich habe sogar mal irgendwo eine CMS-Fortbildung aus Interesse online durchgeklickt, diese weitere ärztliche Weiterbildung zum Thema Verhütung. Und selbst da, wenn man die gemacht hätte danach, also das waren so, ja, man liest das mal kurz durch und dann kriegt man 10 Fragen und selbst danach hätte man es nicht wirklich gewusst. Also ich glaube, da gibt es ganz ehrlich auch unter Medizinern eine Wissenslücke zum weiblichen Zyklus. Auch wie viele da tatsächlich irgendwie immer davon ausgehen, ja, also allein schon wie lang ein Zyklus ist und was noch normal ist. Also gut, der Gynäkologe weiß jetzt schon, was ein normaler Zyklus ist, aber eigentlich sollte selbst ein normaler Hausarzt ungefähr wissen, dass ein Zyklus nicht immer 28 Tage sind und der Eisprung bei den wenigsten Frauen wirklich am 14. Zyklustag stattfindet. Also
gibt sogar Daten dazu, dass selbst im Durchschnitt das nicht stimmt. Also eigentlich die Zyklushälften nicht gleich lang sind. Das sind alles Sachen, die weiß ich jetzt durch meine viele Recherche in dem Thema, aber das ist nicht im Wissensschatz vorhanden. Und given that die Hälfte der Bevölkerung Frauen sind, sollte man wissen, dass irgendwie sowas, vielleicht so ein basales Wissen eigentlich bei jedem da sein sollte. Aber das ist eben echt genau der Punkt und das ist häufig einfach nicht der Fall. Und ja, wie du sagst, am Ende des Tages besteht da auf jeden Fall eine Wissenslücke, die halt leider, also was man auch sagen muss, ist natürlich, dass häufig sind ja dann, das merken wir halt auch, wenn wir bei so Fortbildungskongressen sind, dann gibt's halt große Pharmaunternehmen, die sponsern dann, sage ich mal, einen Vortrag zum Thema Verhütung. Und da wird dann halt auch, wenn das dann zum Beispiel gesponsert wird von einem Pillenhersteller, dann wird dann natürlich NFP in der Luft zerrissen, ne? Und das muss man halt auch, also das finde ich dann auch wieder so schade. Also ich meine, die meisten Leute, die da sitzen, sind reflektiert und da muss ja dann auch immer beistehen, okay, dass der und der Vortrag von einem Pharmakonzern zum Beispiel gesponsert ist. Aber es ist trotzdem, finde ich, wenn man überlegt, das ist quasi ein Kongress, wo ein Arzt hingehen muss, um sich fortzubilden und da wird ihm dann erklärt, nee, also die Pille wäre ja das einzig sichere und alles andere wäre Quatsch und er soll ja bloß seinen Patienten nichts anderes verschreiben. Das finde ich dann so schade, weil dann denke ich mir so, das macht halt so Firmen wie uns irgendwie so nach dem Motto, so, wir haben diesen Weg oder ne, diesen Willen und diese Vision und wir wollen Frauen eben genau das erklären, weil es einfach Wege gibt und Möglichkeiten fernab von hormoneller Verhütung, die sich, wie du sagst, Ja. mit Sicherheit auch nicht für jeden eignen, aber eben für viele Leute einfach mit vielen Vorteilen einhergehen und ich finde, das ist einfach so schade, dass es da auch diese Wissenslücke gibt und ich genauso wie du es dir wahrscheinlich zum Herzensprojekt gemacht hast, ist es auch ein Herzensprojekt von uns, einfach die Leute darüber eben aufzuklären und da einfach Vorreiter zu sein. Und das finde ich ist eine sehr schöne Aufgabe. Das finde ich auch. Und das ist eine super wichtige, aber auch sicherlich keine einfache, weil genau richtig, wenn man sich überlegt, wer hinter hormonellen Verhütungsmitteln, welche Firmen da stehen, welches Marketingbudget da auch teilweise dahinter steckt. Das ist nicht einfach, dagegen anzukämpfen. Aber ich finde es mega gut, dass sie das macht, weil es ist einfach so wichtig. Egal, ob sich jetzt eine Frau dafür entscheidet, hormonell zu verhüten oder nicht, sie sollte das auf einer Basis, auf einer vernünftigen Wissensbasis treffen können. Ich glaube Ja. auch, es gibt wirklich Leute, für die ist das besser, ja. Wer das nicht hinbekommt, ansonsten, wobei an die Pille müsste man ja auch eigentlich, naja, je nachdem, welche Methode, nicht jeden Tag dran denken. Es gibt Leute, für die ist natürliche Familienplanung nicht geeignet. Ich glaube aber, dass es für deutlich, deutlich mehr Leute geeignet ist, als es aktuell nutzen. Das glaube Und ich das auch. ist halt einfach ein Wissensthema. Aber Ja. es wird auch ein bisschen, ich glaube, es gibt langsam so ein bisschen auch auf Social Media so eine Trendwende, dass mehr Leute das auch kritisch hinterfragen, weil ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, eine Pille zu nehmen, war das einfach der Default-Mechanismus. Ja. Jeder hat die Pille genommen. Jeder. Da gab es ja keine Frage. Ja. Das finde ich auch und ich finde, das ist auch ein schöner Trend. Also viele gehen natürlich dann eher so Richtung auch Kupferspirale oder solche Methoden, aber es ist auf jeden Fall das Bewusstsein da, dass man anfängt, sich erstmal mit anderen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und zu fragen, okay, muss es denn die Pille sein? Was macht das denn mit meinem Körper? Warum muss ich das vielleicht machen oder warum nicht? Was für Alternativen gibt es? Ja, Also, dass man zumindest mal in diesen Gedankenprozess irgendwie reinkommt, dass es Alternativen gibt und was uns natürlich dann auch einfach so wichtig ist. Ich meine, es gibt unzählig viele Zyklus-Tracker und Apps und Co. am Markt, aber es ist halt auch einfach, dass wir auf wissenschaftlicher Basis arbeiten. So, wir arbeiten quasi mit den Erfindern der Symptothermalmethode zusammen. Wir machen Studien. Wir machen all diese Dinge, weil wir wissen so, dass es quasi wissenschaftlich fundiert ist. Die symptothermale Methode ist so lange erforscht und wir wollen genau das eben quasi den Kundinnen und Nutzerinnen mitgeben, dass wir halt wissen, so, hey, das ist so viel Wissen und es gibt so viel Beweise dafür, wie gut es funktioniert und wir wollen das quasi ihnen mit an die Hand geben und nicht einfach irgendeine App erfinden, die irgendeinen eigenen Algorithmus hat oder so. Ich meine, da gibt's ja tausende Sachen. Aber auch das ist schön, weil ja, das wir auch, wenn wir uns halt vorstellen beim Ärzten noch, dann kriegen wir halt da das Feedback, wenn Leute sich auskennen, dass sie sagen, hey, es ist ja wirklich wissenschaftlich super und es ist bulletproof, sage ich mal. Und das ist auch schön. Das ist auch sehr schön. Also ja, es ist auf jeden Fall ein hart umkämpfter Markt, sage ich mal, aber wie du sagst, ich ja. finde, es wendet sich gerade so ein bisschen und die Zeiten ändern sich und ich glaube, viele Frauen hinterfragen da einfach vieles und das merken wir natürlich auch, dass der Trend in die Richtung geht und wir freuen uns immer mehr und mehr, wenn mehr Frauen anfangen, mehr über ihren Körper zu verstehen, mehr über ihren Körper wissen zu wollen und ja, somit dann eben auch Richtung hormonfreie Verhütung oder Kinderwunschplanung zu gehen. Weil viele auch sagen, es ist so schön, dass die eigentlich Tracker dann zum Beispiel zur Verhütung nutzen. Und dann merken sie, okay, nach einem Jahr haben sie einen Kinderwunsch und dann wissen sie halt direkt, wo ihr fruchtbares Zeitfenster ist und dann klappt es halt wirklich in den ersten 2 Zyklen. Wir kriegen so häufig E-Mails und es ist so schön zu sehen, weil die Leute sich dann so freuen und direkt sagen, oh,
guck mal, wie toll. So, wir hatten da einfach mal einen Kinderwunsch und wir dachten, ja, wenn im nächsten Jahr klappt, wird super. Und dann hat es irgendwie im zweiten Zyklus geklappt und die freuen sich dann halt. Und das, ja, das ist halt auch natürlich nicht immer gegeben, aber weil es ein Riesengeschenk ist, aber es ist echt schön auch zu sehen. Das geht ja dann auch viel besser, weil wenn man sich schon in der Verhütungszeit mit dem Zyklus beschäftigt hat, dann hat man erstmal keine Probleme nach Absetzen der Pille. Und Ja, zweitens hast du halt wirklich einfach schon ein viel besseres Gefühl für den eigenen Körper, dass ich auch sage, was auch wirklich was Unterschätztes ist, wenn man dann einfach plötzlich zum Beispiel auch merkt, wie man sich selber vielleicht auch unterschiedlich verhält in verschiedenen Zyklusphasen. Das ist auch was, ich habe mich richtig, es ist einfach bescheuert, dass ich mich mit 31 habe ich oder war ich da mit 30, ist ja jetzt auch wurscht, meinen Körper nochmal ganz neu kennengelernt habe und gemerkt habe, auch was das mit mir gemacht hat und wie unterschiedlich ich drauf war, als ich plötzlich auch wieder einen Zyklus hatte, ja. ohne dass ich jetzt da Probleme damit hatte. Ich hatte ja Glück, aber ich habe ja keine Beschwerden gehabt. Ich habe bis heute keine PMS-Beschwerden gehabt, aber es war trotzdem ein Unterschied und ich fand das auch, das ist so ein Wissen, wo man sagt, oh mein Gott, ich habe mich einfach gerade irgendwie vorher 12 Jahre lang auf einer Stopptaste gestanden und auch meinen Körper irgendwie da ausgeschaltet und einen ganz natürlichen Mechanismus blockiert. Ähm, und das finde ich, ja, also genau, was du auch gesagt hast, ihr geht ja wirklich super wissenschaftlich vor. Wie gesagt, ich habe ja auch als Blogger noch verschiedenste andere Zyklus-Tracker ausgetestet. Ich will jetzt auch nicht hier jetzt irgendwie namentlich verreißen, wer auf meinem Blog ist, weiß, welche ich nicht leiden kann. Es gibt ein paar, die ich mich überhaupt nicht überzeugt haben. Es gibt auch Sachen, die ich auch gut fand oder ergänzend gut finde. Ich habe zum Beispiel auch trotzdem immer weiter Ovulationstests genutzt, ja, einfach als zusätzliche Methode, weil die mir doch trotzdem noch mal vorher gesagt haben, okay, jetzt wird es wirklich spannend, wo man ja noch nicht so genau in der Temperaturkurve sich so hundertprozentig sicher ist, in welche Richtung es jetzt geht. Aber also die Bestätigung des Eisprungs gibt es wenige Möglichkeiten. Und die zuverlässigste und am besten untersuchteste ist ganz klar die Messung der Basaltemperatur. Und das kann der Tracker halt richtig, richtig, richtig gut. Ja, das ist Also das toll. macht halt was aus, ne? Also das finde ich schon, auch das merkt man auch, dadurch ist es auch für viel mehr Frauen geeignet, weil ich gucke ja nicht nur nach einem Produkt für mich, sondern auch eben für die Frauen mit unregelmäßigen Zyklen. Für die Frauen, die lange, lange, lange Zyklen haben. Muss ja nicht immer ein PCO sein, aber es ist ja häufig dahinter. Und ich finde es halt auch genial, dass man wirklich Kinderwunsch und Verhütung damit verwenden kann. Klar, weil ihr auf dem wissenschaftlichen Algorithmus von NFP basiert. Wer seinen eigenen Algorithmus hat, muss den erst darauf testen und läuft ein regulatorisches Risiko, wenn er dafür dann geeignet ist. Aber ihr habt da halt einfach, ihr haltet euch einfach an die Regeln, die schon gut untersucht sind. Und das ist halt meines Erachtens nach ein sehr sinnvolles Verfahren. Ja, absolut, absolut. Und das ist auch immer schön, wenn man, also das ist auch, was du eben noch gesagt hattest, mit der Tatsache, wenn man halt erstmal durch den Trackle oder wenn man überhaupt mal die Pille absetzt quasi und so NFP wechselt, dass man dann überhaupt mal wieder ein Gefühl für den eigenen Körper bekommt. Also sei es für Stimmungen und auch Dinge einzuordnen weiß. Ich finde, also du hast es jetzt mit so einer Stopptaste so schön beschrieben. Ich finde, das ist, für mich hat sich mit der Pille eher wie so ein Nebel angefühlt. Ich habe die Pille tatsächlich auch 6 Jahre lang durchgenommen. Also hatte gar keine Pause zwischendrin. Und es war eher wie, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Fog oder so ein Nebel oder so. Und ich hatte natürlich PMS-Beschwerden, weil mein Körper erstmal wieder lernen musste, all das selber herzustellen. Und der war dann, glaube ich, am Anfang erstmal ein bisschen verwirrt. Aber das war so schön, auch Ja. okay, es gibt halt Phasen, in denen bin ich eher energetisch und sozial und dann gehe ich gerne raus. Und es gibt auch Phasen, wo ich ein bisschen mehr meine Ruhe brauche. Aber jetzt kann ich das irgendwie auch total embracen und bin dann eher so, ah nee, ich brauche irgendwie mehr Me-Time und das ist auch was Schönes und was Gutes, weil das gebe ich mir jetzt gerne und nicht, man ist irgendwie traurig und man weiß nicht warum, sondern es ist so, nee, also ich finde, das macht auch ganz viel mit Selbstliebe und mit Selbstannahme und so. Ich finde, das hat so viel mehr zu tun als mit diesem eigentlichen sag ich mal, körperlichen Symptomen, sondern man lernt wirklich auch viel über sich selbst und auch mehr Verständnis und Liebe für sich, für seinen eigenen Körper zu entwickeln. Und das finde ich auch total schön. Ja, Ja, weil unser Zyklus ist ein Wunder eigentlich. Das ist was unglaublich Cooles, was wir da hinbekommen. Natürlich sind nicht alle Auswirkungen davon immer toll, aber also ich muss auch sagen, mir hat es dann auch richtig, ich habe da auch so eine richtige Liebe dazu dann entwickelt, das zu beobachten und habe mich richtig gefreut. Und ach stimmt, das war auch noch ein Punkt, den ich beim Trackle super hilfreich fand. Den wollte ich auch noch ansprechen. Ich habe teilweise am Ende des
Zykluses immer tierisch Angst gehabt, morgens auf dieses Basalthermometer zu gucken, als ich noch mit einem normalen gemessen habe, weil ich immer Angst hatte, bitte fall nicht Temperatur. Und dann hat man so einen richtigen Schockmoment, weil man einfach weiß, oh Scheiße, sie fällt wieder, es hat wieder nicht geklappt. Mhm. Ähm, und natürlich finde ich das dann auch raus, aber ich konnte wenigstens erst aufstehen und synchronisieren. Und wenn ich entschieden habe, ich gucke jetzt drauf gucken und nicht dieses, ich muss morgens direkt an der Temperatur sehen, da kannte ich ja meinen Körper auch gut genug. Ich habe dann schon gesehen, okay, die fällt. Morgen, heute oder morgen kommen meine Tage. Und das war dann so, wenn man das so aus dem Halbschlaf rauskriegt und diese Angst immer drauf zu gucken und das zu sehen, war auch emotional stressig. Und so musste ich es nicht direkt sofort sehen nach dem Aufwachen, wenn ich es noch nicht wissen wollte. Ja, und dann startet man ja auch ganz anders in den Tag, wenn man quasi so, man ist ja auch gestresst von diesem Gefühl, oh, ich muss jetzt sofort gucken, weil die Temperatur ist das allererste, was ich sehen muss und vorher kann ich nicht über irgendwas anderes nachdenken und dann, ne, dann Ja. von diesem Gefühl, wo du sagst, wie du es schon sagst, dann kann man nicht entscheiden, ob man das jetzt sehen möchte oder vielleicht vorher mal einen Kaffee trinkt oder mal kurz, weiß ich nicht, eine Runde meditiert oder so, sondern man guckt dann halt direkt da drauf und das ist dann auch immer so ein bisschen, ja, schade. Verstehe. Kleinigkeit, aber ich fand das auch echt eine der Sachen, die es einfach auch wieder nochmal angenehmer macht. Ja, ist ein schönes Beispiel, danke. Ähm, sehr gut, dann habe ich nur noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du jetzt quasi einer Person, die quasi vor dem Kinderwunsch steht oder vor der Entscheidung, ob sie mit Trackle hormonfrei verhüten möchtest, gibt es irgendwas, was du ihr ans Herz legen würdest oder was du dir selber sagen würdest, bevor du den Trackle kanntest und so nach dem Motto, du gerade überlegst, ob du ihn ausprobieren sollst oder nicht, was würdest du dir oder dieser Person an der Stelle raten? Also eine Frau, die gerade noch überlegt, die den Tracker schon kennt oder und überlegt. Ja. Also ich würde sagen, wer sich unsicher ist, der soll einfach diese Abo-Variante ausprobieren und es einfach mal ein halbes Jahr testen. Damit ist so wenig Geld verschwendet, in Anführungsstrichen, wenn man zum Ergebnis kommt, dass es wirklich nichts für jemanden ist. Ich glaube, die allermeisten Frauen werden genau die Erleuchtung haben, die ich auch hatte, dieses, oh, das ist gar nicht so unangenehm, oh, das ist eigentlich super praktisch. Und im Vergleich dazu, was man auch ansonsten teilweise raushaut, ist in Summe mit der Zeit auch zum Beispiel für Ovulationstests und so weiter. Da gibt es ja auch einige, das ist, da ist das so wenig investiertes Geld, was einem so viel Qualität gibt. Und wenn man dann feststellt, ja, das ist wirklich was für mich, ja, dann kann man einfach direkt weitermachen. Also deswegen, wer zweifelt, Abo mit dem dann eben die Halbjahresoption, das ist definitiv, das Produkt überzeugt, wenn man es ausgetestet hat. Meines Erachtens nach werden die allermeisten genau zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und ich habe es ja auch aus meiner Community das Feedback bekommen von vielen, die es dadurch entdeckt haben. Und ich habe es ja vorher selber auch durch das NFP-Forum bei anderen gelernt und ja, Tröte in das gleiche Horn wie das, was damals alle da schon getan haben. Wenn man es ausgetestet hat, dann will man es nicht mehr hergeben. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dann, genau, bedanke ich mich für deine Zeit und stoppe jetzt die Aufnahme an der Stelle. Und Super. bedanke mich für den schönen Erfahrungsbericht.